Moin Moin zu einer neuen Folge Bella Italia, unser Videoblog zu den kleinen und großen Meisterwerken unseres neuen Italienabschnittes. Bei mir steht Theresa und bei Theresa ist etwas ganz Besonderes. Sie ist erst ganz frisch im Team. 3 oder 4 Monate bist du da. Ja. Und hast du dich gut eingelebt? Sehr schön. Es ist wirklich sehr schön hier, so wie ich mir es erträumt habe. Das ist perfekt. Was anderes durftest du jetzt auch nicht sagen. Sie ist vorher Architekturmodellbauerin gewesen, also hat sehr genau gezeichnet und geplant vorher und auch umgesetzt. Das ist genau das, was wir haben wollten. Denn mit Rom sind wir ganz schön an unsere Grenzen gestoßen. Wir haben gemerkt, also wenn man so vorbildlich etwas bauen möchte, was jeder kennt, also auch jeder überprüfen kann, wie es in der Realität aussieht, brauchen wir noch mehr Präzision und dafür bist du da. Jetzt hast du ein ganz wahnsinnig tolles Projekt als erstes und auch wirklich eine Herausforderung. Du sollst das Kolosseum bauen. Ja, warum klein anfangen, ne? Ja, und schon verdaut diesen Horrorszenario, das als erstes bauen zu müssen oder zu dürfen? Ich freue mich sogar drüber. Es ist wirklich eine Herausforderung für mich. Also ich hätte da ehrlich gesagt großes Respekt, denn hier Petersdom und Kolosseum, glaube ich, werden die beiden Gebäude sein, die am meisten begutachtet werden. Wie fängst du an? Erst einmal Grundplatte fräsen, Fräsarbeiten vorbereiten. Okay, fräsen, das heißt, ist das schon gezeichnet oder musst du das noch zeichnen? Das ist schon gezeichnet, das hat die Tina vorneweg schon gezeichnet, so mit ungefähr 6 Monaten Arbeit. Und was glaubst du, was wird die größte Herausforderung? Wo hast du am meisten Respekt vor? Farbgebung. Also ich habe natürlich auch dieses Bild vor Augen, dass es so knallig rötlich ist, von der Sonne angestrahlt, aber ist es gar nicht, oder? Nee, es ist mehr so Sandsteinfarben, wesentlich heller. Okay. An manchen Stellen zwar auch roter, aber es ist bunt. Dann bin ich gespannt, wie lange wirst du brauchen? Was tippst du? Ich hoffe, dass es bis Ende des Jahres steht. Bis Ende des Jahres, also wirklich 7, 8, 9 Monate Bauzeit. Wir werden schauen, wie es sich entwickelt. Wir werden ganz gespannt dabei bleiben und sehen, ob sie die Zeit einhält, wie es wird. Ich bin wirklich ganz, ganz neugierig. Also Theresa und ich haben gerade darüber diskutiert, was eigentlich der richtige Weg ist, euch mal zu zeigen, was für eine Arbeit jetzt eigentlich vor Theresa liegt. Das ist der blanke Wahnsinn. Wo soll man jetzt eigentlich anfangen? Und wir haben uns entschlossen, wir zeigen euch mal die 3D-Cut-Zeichnung. Da kann man das am besten sehen. Tina hat das Kolosseum nämlich schon in langjähriger, monatlicher Arbeit sozusagen vorgezeichnet. Und was ganz besonders ist, der Besucher sieht nicht das Kolosseum als Ganzes, sondern es ist an der Anlagenkante angeschnitten. Das bedeutet aber auch für dich, du musst alle Katakomben, alles hier unten bauen, oder? Ja, man kann überall reinschauen. Und was ist zum Beispiel das hier? Kann man da einmal drum rumgehen? Da kann man eigentlich einmal drum rumgehen, da sind noch so ein paar Wände drin, teilweise Okay, das Stellwände. heißt, das ist ja hier sozusagen der Cut. Das heißt, Ja. ich als Besucher kann hier überall reinschauen. Ja. Und wo waren die Löwen? Hier unten, Da in dem Teil. ja. Und die sind dann, irgendwo ist ein Tor aufgegangen und dann wurden die rausgelassen, oder? Mit dem Fahrstuhl wurden die nach oben Mit dem gefahren, Fahrstuhl? in die Arena. Ja. Und mit so einem Fahrstuhl, oder? Weil Strom hatten die ja noch Der nicht. Strom war noch nicht da, das wurde richtig mit. Okay, aber das bauen wir nicht, oder bauen wir das? Nee, das kommt nicht rein. Okay. Und jetzt schaue ich mir das so an und ich als Laie, was weiß ich nicht, sind das 1000 Teile? Bestimmt über 2000 Teile. Über 2000 Teile. Mhm. Und da hast du jetzt eine riesen Platte und legst dir die Teile dahin und dann nimmst du dir einen und nimmst dann und steckst die ineinander, oder wie funktioniert das? Nee, ich werde schon nach Plan bauen, dass ich von unten nach oben hin aufbaue. Aber trotzdem müssen ja diese Teile irgendwo liegen. Sind die nummeriert? Haben die irgendwelche Beschreibungen oder? Ja, ich werde sie mir gut in Tüten wegpacken, Du meine dass ich Güte. wirklich nicht durcheinander komme. Und wenn dann irgendwas fehlt, dann musst du das wieder neu zuschneiden. Toi, 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 hoffen wir mal nicht. So, und jetzt sagst du, das sind über 2000 Teile. Und du weißt schon, dass von Mai bis Ende des Jahres 7 Monate sind. Und glaubst das zu schaffen? Ich hoffe es. Never in my life. Also ich denke mal, die Wette gilt, die werde ich gewinnen zu 100%. Ich hoffe aber natürlich, dass es nicht viel, viel länger dauert, weil wir wollen ja Italien endlich mal fertig kriegen. Wobei unser Motto ist ja immer, es dauert so lange, wie es dauert, Hauptsache es wird gut. Als allerersten Schritt muss ich alle 2000 Teile versäubern. Hier verputze ich die ersten Teile und verklebe sie mit Methylenchlorid, dass die Teile ineinander verschmilzt. So, jetzt rühre ich die Masse an für die Abbruchkanten, die ich oben drauf schmieren werde. 2K Spachtelmasse. Das lasse ich jetzt eine Nacht durchtrocknen und dann wird es morgen weiter verarbeitet. Hier schleife ich jetzt die ganzen Mauerplatten auf Winkel an der Schleifscheibe, dass sie auf die Grundplatte passen. Hier fange ich jetzt an, den Keller zu kleben, diesen Bereich hier unten. Da habe ich hier die verschiedenen Teile, das habe ich jetzt hier schon fixiert und auch schon ein bisschen verklebt, den äußeren Rand. Dann kommt schon meine verarbeitete und gefrieste Mauer, wird dann hier reingesteckt
Und dann mache ich mit diesen Profilen, sage ich jetzt mal, die Rundung hier rein. Warum machst du das? Ich klebe es vorher, weil wenn Farbe drauf ist, klebt mehr die Farbe und das Material nicht. Das kann wieder aufgehen, die Farbe, die wird beschädigt. Und ich muss auch noch sehr viel nacharbeiten, sehr viel verschleifen, ein paar Steine nachkratzen. Das war's fürs Erste. Dann wird es noch angepasst und verschliffen. Hier haben wir jetzt die Grundplatte vor uns liegen. Die hat ungefähr nur 2 Stunden gefräst, weil da keinerlei Gravuren drauf sind, sondern ist ganz schlicht und glatt. Hat nur Taschen bekommen für die ganzen kleinen Wände, die dann da reinkommen. Und es ist eigentlich der Betonfußboden von dem Kolosseum. Und so glatt ist kein Beton. Und deswegen wird er jetzt erstmal richtig schön gedremelt, kaputt gemacht, Löcher reingemacht und später weiter behandelt. Jetzt habe ich zu Ende gedriemelt. Überall sind schöne Löcher in der Platte zu sehen. Da saß ich bestimmt so 6 Stunden dran, kann man gut sagen. Und jetzt bin ich dabei, habe es vorher geschliffen, dann habe ich es grundiert, damit eine Grundfarbe drauf ist, auf der ich dann arbeiten kann. Und jetzt tupfe ich den Beton drauf. Nach dem Farbeauftragen werde ich jetzt den Beton so ein bisschen rissig machen. Dazu nehme ich ganz normales Tape, reiße das willkürlich auseinander, dass es ein bisschen zackiger wird, nicht unbedingt gerade Kanten hat, und klebe das an einer eingebrochenen Stelle fest. Gut festdrücken, damit keine Farbe darunter läuft, und auf die Ränder gut drauf tupfen. Da wird der Beton gleich so richtig schön rissig. Nun ist schon wieder ein Monat vergangen und ich bin wie immer total ungeduldig. Wenn es nach mir geht, steht hier jetzt ein fertiges Kolosseum. Steht hier aber nicht, es ist nur eine Grundplatte da. Und ist das alles, was du im letzten Monat geschafft hast? Nein, ich habe sehr viel vorbereitet, zugesägt, eingetütet. Na, und die Grundplatte hast du wann begonnen? Vor 2 Tagen. Vor 2 Tagen hast du das begonnen? Ja. Also es sieht für den ersten Moment sieht es natürlich schon grau aus, aber wenn man sich das genauer anschaut, es sind so viele liebevolle Konturen da. Zum Beispiel diese Ecke hier. Das fühlt sich an, als wenn du das mit Gips gemacht hast, oder wie wurde das gemacht? Gips ist da nicht drin, es sind verschiedene Farbschichten. Aber das sind doch dann diverse Schichten hier. Ja, immer wieder drauf getupft. Und dann weggekratzt, oder? Weggekratzt, mit verschiedenen Hilfsmitteln kann man dann diese schönen Abkantungen. Also es sieht echt großartig aus. Und war das für dich ein besonderes Gefühl, endlich loszulegen? Oh ja, einen Schritt weiter. Da lag die Platte davor und dann, jetzt geht's endlich los. Genau. Und dann Jetzt hast du mit können wir es einer entstehen. Grauschicht angefangen und dann ging's rund. Ja. Und was kommt als nächstes? Als nächstes werde ich von innen nach außen aufbauen. Erst einmal die kleinen Stellwände und zum Schluss die großen Wände. Und hast du die dann jetzt schon vorbereitet und auch schon koloriert oder machst du das, wenn die drin sind? Kolorieren werde ich sie vorher, aber ich sind sie erst einmal so weit vorbereitet, dass ich sie kolorieren kann. Wir sind ganz gespannt. Wir werden weiter zuschauen, wie das Kolosseum weiter wächst und wächst. Hier verputze und versäubere ich gerade die frisch hergestellten Stellwände der unteren Fläche. Hier forme ich gerade die Innenwände zur weiteren Verarbeitung ab, um mehrere herzustellen und sie noch zu veraltern. Als nächsten Schritt koloriere ich jetzt die inneren Mauerscheiben. Ja, es gibt verschiedene Farbtechniken, um Farbe aufzubringen. Man kann mit dem Schwamm tupfen, was ich zu Anfang gemacht habe. Dann kann man die Farbe mit einem großen Pinsel schön über das Bauteil verteilen, damit es in die Ritzen rein, in die Vertiefungen rein
läuft. Nach einer kurzen Trockenphase alles andere wieder abwischen, sodass die Vertiefungen noch zu sehen sind. Und man diesen 3D-Effekt auch bekommt. Den letzten Schritt, den ich jetzt gerade mache, ist das Trockenbürsten. Dann hat man auch wieder Farbe auf dem Pinsel, wischt ganz viel davon ab, am besten auf einer Pappe. Verhunzt den Pinsel dadurch sehr schön und geht mit ganz schnellen Pinselstrichen über das Bauteil und somit werden nur die erhabenen Stellen betont. Leider ist uns hier ein kleiner Fehler unterlaufen. Hier fehlen die Schlusssteine und die klebe ich jetzt nachträglich drauf. Jetzt kommen die ganzen Puzzleteile der einzelnen Wände zusammen. Es wird gedremelt, es wird ausgeschnitten, es wird versäubert. Hallo Theresa, Moin! wie weit sind denn die Fräsarbeiten? Och, ich bin schon ganz gut vorangeschritten. Ja, das ist dein letztes Werk von der Maschine? Ja, das kommt frisch von der Maschine, das habe ich schon verklebt. Und jetzt bin ich dabei, Okay. die Mauer schön alt aussehen zu lassen. Ein ganz schön langes Teil. Eins von vielen, ja. Ja, da ist man dann ganz schön beschäftigt, das alles aufzufräsen. Ja, das ist so richtig schön mit dem Driemel, dass es nach Sandstein aussieht. Ein paar Löcher noch reinhauen. Hier sieht man schon ganz gut so die ganzen unterschiedlichen Steine, die es dazu gibt im Kolosseum. Denn da war ich nämlich sehr geschockt. Das ist mir aufgefallen, ganz viele verschiedene Arten von Stein und Farben gibt es da. Also einmal den ganz alten, 1800 Jahre alt, oder was im Mittelalter umgebaut worden ist, oder in der Jetztzeit restauriert worden ist. Da sind so viele verschiedene Farben, wird schwer, das umzusetzen. Ne? Wir müssen da einen Mittelweg gehen und ich denke schon, hier so die ersten Muster, die du gemacht hast, da treffen wir das echt sehr gut. Also hier so die ganz alten Steine mit den Löchern drin, Genau. dann hier so eher restauriertes, oder hast du auch noch irgendwo Ecken, wo ausgebessert worden ist? Hier, ne? Ja, Hier da am vielleicht. Muster, genau. Das ist ja dann wahrscheinlich irgendwann später, Mittelalter oder wann auch immer, Genau. gemauert worden. Das unterscheidet sich natürlich von der alten Mauer, das ist gut. Da haben sie ja die Zugänge zugemauert damals. Und dann haben wir hier noch die Außenfassade. Ne? Also, Ja, ein Teil der Außenfassade. da müssen wir jetzt einfach entscheiden, wie machen wir das? Die Mittagssonne, Abendsonne, machen wir es mehr so hell, weißlich oder rötlich? Da würde ich einfach nochmal empfehlen, wir machen nochmal größere Fläche und halten die nochmal irgendwo in unserem Promo-Abschnitt Ja, an die Anlage. auf jeden Fall. Und so bearbeite ich Wand für Wand. Die Arbeitsschritte gleichen sich zum größten Teil. Hier bin ich dabei, die ganzen Löcher zu stopfen, zuzumachen, abzukneifen, zu kleben, Details anzusetzen. Wahnsinnig viele Details anzusetzen. Hier mache ich das Mauerwerk oben wieder kaputt, weil das im Original ja ordentlich zerfallen ist. Ich bin endlich ganz oben angekommen und bearbeite die letzte Wand. Ich setze gerade die letzten Rußpartikel, erst Feinstaub und Dreck auf die Fassade drauf. Sagen's mal, ist das Verona? Für Sie ist das auch Verona. Aha. Ach, du bist das. Ich stehe nämlich hier an der Stelle, wo die Besucher hier über die Schulter schauen können. Und das ist immer so eine oft gestellte Frage, ist das Rom oder ist das Verona? Das muss man also sozusagen mehrfach am Tag ertragen. Aber sie hat ja brav geantwortet. Wie sieht es denn überhaupt aus? Wie lange muss ich dann noch warten, bis es fertig wird? Ja, es wird alleine noch schon mit der Beleuchtung noch so ein bisschen dauern. Wann geht's in die Beleuchtung?
Also wir denken so in 2 Wochen, wenn alle Teile da sind. Und dann, Alle wie Lichter. lange Beleuchtung? Also mindestens einen Monat. Und dann musst du es ausschmücken. Dann können wir Darfst du es ausschmücken? Ja. Noch Was schätzt du, wann ist es zusammensetzen ganz und montieren fertig? und so weiter. Na, Ende September muss stehen, ne? Wird ein bisschen knapp, oder? Also es wird auf jeden Fall gigantisch. Ich gucke hier regelmäßig vorbei. Es ist irre, in welcher Geschwindigkeit, jetzt wo die Farbe raufkommt, sozusagen auch das Bild entsteht, wie es wirklich aussehen kann. Vorher war es ja sozusagen nur Plastik. Jetzt ist es wirklich richtig toll. Ich kann es kaum erwarten. Hier bearbeite ich jetzt die Katakomben und mache sie ganz alt. Der letzte Schritt, bevor die Fassade fertig ist, bedeutet jetzt die Geländer einsetzen. Danach wird das Modell eingesetzt in die Platte und zu Ende ausgeschmückt. So, hier bin ich jetzt in den letzten Zügen bei der Bemalung rund um das Kolosseum. Das sind die letzten Akzente. Und als nächsten Schritt werde ich das Kolosseum zusammensetzen. Jetzt haben wir es ja dann endlich drin, ne? 2 Jahre Bauzeit, 1 Jahr zeichnen, 1 Jahr bauen. Das ist schon echt enorm, ne? Ja. Und dafür gerade mal die Hälfte. Ja, für die andere war keine Zeit mehr. Ja. Aber es sieht beeindruckend aus und passt vor allem so zu dem ganzen Panorama hier mit den 3 wichtigsten Gebäuden, die wir hier im Abschnitt haben. So ihr Lieben, ich war eine Woche im Urlaub und ich habe ja megamäßig was verpasst, habe ich gehört. Ihr habt das Kolosseum ohne mich eingebaut. Du warst zu lange weg. Ja, ja. Und wie war's? Ich habe 10 Kilo Wasser verloren. Also war anstrengend. Das war sehr aufregend für Und mich. was war das Problem? Die vielen Oder hast du das Kabel, Kilo Wasser vorher verloren, weil du Angst hattest, dass es nicht passt? Das auch schon, ja. Ich konnte es vorher nicht testen. Und ging der Einbau dann glatt oder? Er ging glatt, ja, aber er hat auch bestimmt seine 2 Stunden gedauert. Und bist du zufrieden, wie es jetzt aussieht? Ja. Hast du es dir so vorgestellt? Ja. Stört der Schnitt durch aus deiner Nein, Sicht? gar nicht. Stört Finde gar ich nicht. super. Ist ja gar nicht unrealistisch, habe ich mir sagen lassen. Im Teil, also im äußeren Ring fehlt ja auch heute ein Teil. Es sind ja 3 Ringe. Und also wir haben ja sozusagen einen Cut gemacht, damit ihr sozusagen wirklich richtig toll reinschauen könnt. Aber die inneren beiden Ringe die haben wir weggemacht, aber der äußere, der fehlt ja auch in echt. Warum eigentlich? Ist es so gebaut worden? Nee. Also, das heißt, es ist nicht so geplant. Also es war mal anders, es war mal komplett geschlossen. Es war mal komplett geschlossen. Was ist passiert? Und so. Die Hälfte steckt jetzt im Petersdom. Das heißt, die haben das da weggenommen und dann darüber gesetzt, oder wie? Die haben geklaut. Also haben die das abgebaut? Das heißt, sie Ja. haben, und wer hat das genehmigt? Das kann ich jetzt leider nicht genau sagen. Ist ja Das krass. ist irgendwie so ein bisschen kaputt und da haben sie was weggenommen. Okay, also ihr habt ja jetzt auch noch, du hast richtig schön ausgeschmückt. Es sieht ja jetzt fast fertig aus. Bist du fertig? Können wir rübergehen und sozusagen Endabnahme machen? Ich habe es mir jetzt zwar schon angeschaut, aber Das i-Tüpfelchen fehlt noch. was fehlt denn? Diese wichtige Szene. Ich habe schon mal geschaut, hier liegen nämlich ein paar Tierchen und eine ganze Menge Steinchen noch. Und was willst du damit machen? Da sind Nonnen und Mönche. Ja, das sind diejenigen, die gerade das Kolosseum kaputt kloppen und den äußeren Ring klauen. Ach so, damit es also auch bei uns realistisch ist. Ja. Das heißt, die fahren sozusagen mit ihren Kutschen dann zum Petersdom rüber. Und was machen die Tierchen? Die helfen. Ach was, okay, ja, dann einbauen, oder? Die müssen ja noch fertig gemacht werden. Das heißt, ich soll helfen? Na, klar. Ja, habe ich mir gedacht. Na, Ne? logisch. Hast du Bella Italia geguckt Ja, und gesehen, was der muss liebe fertig Frederik werden. alles für einen Schrott gemacht hat, ne? Na gut, ja, dann mache ich mit, ne?
Jetzt kriegen sie erstmal Latzhosen an. Das sieht ehrlich gesagt aus wie eine alte Badehose aus den 80ern. Noch? Noch? Naja, du darfst auch was über meine Steine sagen. Ist hier das Kanuk kaputt oder noch ein super. bisschen mehr? Ist doch gut. Deiner sieht irgendwie aber noch Boah, da sind Bestecher verkunster noch. aus. Fertig. So, jetzt altern. Ja, ich finde, die sehen echt ganz cool aus, oder? Ja. Bin bin gespannt. Also, ich finde das immer irre wieder, ne? Der normale Zuschauer kriegt das gar nicht mit, wie lange es dauert, so eine kleine Szene zu machen. Das war jetzt eine knappe Stunde fast, die wir dran gesessen haben. Zu zweit. Die Steine zu zweit, die Steine zu altern, die Latzhosen aufzumalen und so weiter. Und ja, aber es bringt mir einen Riesenspaß. Also ich frage mich, ob es jeden Tag, wirklich 365 Tage im Jahr, weil ihr habt ja gar keinen Urlaub, Wochenende müsst ihr auch durcharbeiten, nachts dürft ihr hier schlafen, ne, unterm Tisch Wozu und so. nach Ne? Hause gehen? Ganz genau. Ob das dann immer noch toll ist, immer den ganzen Tag Steine zu altern, aber so die Stunde hat mir echt mega Spaß gebracht. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal so lässig über ein Kolosseum lehnen darf. Ich muss es allerdings mit Ehrfurcht machen, denn es ist wirklich das Meisterwerk geworden, was wir euch angekündigt haben. Ihr müsst euch, gerade wenn ihr hierher kommt, das mal wirklich live anschauen und ihr müsst wirklich eintauchen. Das ist ja, wenn mir nicht alles täuscht, so hier oben die Fläche gewesen, wo früher die Spiele stattgefunden haben. Das sind die Katakomben, die ganz bösen Katakomben. Hier sieht man noch ein bisschen was von den Tribünen. Das heißt, das waren auch mal alles Tribünen, Ja, oder? das waren alles mal Tribünen. Und wo waren so die Logen? Ganz unten. Ganz unten. Das heißt nicht eher hoch, wie man Nee. so heute im Fußballstadion eher so, ne, der beste View ist eher so von der Mitte oder so. Ihr habt auch ganz viele, oder du hast ganz viele Details eingebaut. Zum Beispiel habe ich überlegt, was ist das? Da sitzt nämlich einer drin, das müsst ihr euch mal anschauen. Also ein moderner Mensch, kein alter Mensch, das heißt also die aktuelle Zeit, und der legt Strippen. Ja. Und was macht der da? Überleg mal, Weil wo der das kommt ja gar ganze, nicht raus. Überleg mal, wo das ganze Licht herkommt. Hier sind Ah, die das ist ganzen- also ein kleiner Mivulaner, den ihr Ja. morgens, und wer ist das, Kenny? Genau. Zum Beispiel. Den schrumpft ihr also morgens und abends darf er wieder raus. Genau. Am nächsten Morgen wird er wieder geschrumpft. Okay. Wenn Aber Kurzschluss haben wir- ist, dann muss habt ihr er aber ja- viele schrumpfen lassen, ne? Und was ihr euch auch anschauen müsst, wenn ihr hier seid, ihr müsst mal, also ganz so weit könnt ihr euch nicht vorbeugen wie jetzt, da durchschauen. Wenn man so durch die Torbögen, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, Habe ich schon, Theresa. ja, auf jeden Fall. Die Welt dahinter sieht aus wie echt. Es ist, also du erkennst dadurch, dass es sozusagen so eine Begrenzung durch die Tormauer ist und dann so in die Weite schweißt, du erkennst nicht mehr, dass es ein Modell ist. Es ist wirklich der blanke Wahnsinn. Ich finde es auch ganz toll positioniert von Gerd sozusagen in der Planung. Da den Petersdom, weil man kommt ja von da hinten rein und man sieht dann schon den Petersdom und sozusagen am Rand steht dieses gigantische Kolosseum. Also es ist wirklich, Theresa, es ist der blanke Wahnsinn, was du da gebaut hast. Also Dankeschön. wirklich großartig. Und freust du dich eigentlich darauf, auf den Moment? Ich freue mich immer ganz doll darauf, wenn sozusagen das erste Mal der Besucher offiziell hier drin ist. Dann stelle ich mich immer so ein bisschen hin und lausche mal so links und rechts. Freust du dich darauf? Da freue ich mich Hast du riesig Schiss, drauf. was die Leute sagen? Ich bin eher gespannt. Was ist, wenn jemand was Schlechtes sagt? Er kriegt einen auf den Deckel. Kommt er dann gleich rein und die Löwen kommen Ja. raus? Ich bin gespannt. Also, das ist wirklich eins der ganz, ganz großen Meisterwerke geworden. 2 Wochen dauert es noch, dann könnt ihr euch das live anschauen. Das war's für heute. Wieder eine Folge Bella Italia vorbei. Jetzt kommen ja gar nicht mehr so viele, weil wie gesagt, in 2 Wochen ist es soweit. Wir hoffen, ihr hattet ganz viel Spaß und macht's gut. Bis dahin. Ciao.